was ihr hier seht, das ist genau der Grund, warum wir das eigentlich alles machen. Wir wollen Freude mit diesen Autos haben und das haben wir auch und deswegen bauen wir die und wollen uns auch entwickeln damit. Und die Frage, die man sich immer stellt, ist, welchen Aufwand willst du da treiben? Und ich habe da meine Erfahrung gemacht über die Jahre. Ich bin halt 20 Jahre mit meinem Turbo Track Days gefahren und auch immer mit dem Gentleman Driving, das heißt mit dem Auto zur Rennstrecke hin und abends wieder zurück. Und zwischendrin habe ich gedacht, ich mache mal so einen Ausflug in die eher professionellere Welt und habe mir mit 2 Freunden ein 997 Cup Auto gegönnt. Und was ich dabei gelernt habe, das ist alles schneller und das ist auch spektakulärer, aber der Zugewinn an Spaß ist nicht mehr da. Und wir kamen alle 3 von 964ern und nach 3 Jahren Cup Auto haben wir gemerkt, das ist eigentlich das, was wir wollen. Und jetzt sind wir da wieder. Du nimmst ein Straßenauto und optimierst es so, dass es auf der Rennstrecke möglichst gut funktioniert, machst aber den Kompromiss, dass du damit auf der Straße noch hin und her fahren willst. Hier in dem Falle sind wir dann hingegangen und haben gesagt, ist gut, wir wollen halt auch 300 oder 400 Kilometer irgendwo hinfahren können. Da habe ich zum Beispiel die Dämmung drin gelassen. Das kostet mich zwar 20 Kilo mehr Gewicht, als wenn ich die rausgenommen hätte, aber da wir zum Spaßfahren uns auf die letzte halbe Sekunde nicht ankommt, ist das einfach in dem Falle der bessere Weg. Weil du hast halt mehr von dem Auto. Und wenn du das Straßen zugelassen hast, wie dieses hier, dann kannst du halt auch damit samstags mal eine Runde drehen. Ja? Und kannst irgendwelche Dinge probieren. Wenn du ein reines Rennauto hast, dann bereitest du das natürlich vor für die Rennstrecke, aber du kannst das vorher nie Probe fahren und dann hast du halt im ungünstigsten Falle vor Ort immer Arbeit, wo du eigentlich fahren willst. Und bei so einem Auto, da fährst du hier hin, du passt deinen Reifenluftdruck an, du tankst den voll, ziehst deinen Helm auf und fährst los.